Ja, herzlich willkommen aus meinem Bastelkeller. Im Zuge von dem ganzen Umziehen nach Amerika muss ich natürlich auch sehen, wie ich meine Modelle unterkriege. Hier hinten, der Airwolf, der dürfte manchen vielleicht schon von meinem Kanal bekannt sein. Ich werde ihn nicht mitnehmen können, der ist zu groß, da geht auch zu viel kaputt. Was ich wohl mitnehmen möchte, ist mein Kunstflug-Heli, der kleinere hier. Den baue ich mir noch fertig, den hatte ich auch in Amerika beim ersten Mal dabei. Aber das viel größere Problem steht hier, nämlich meine Transall. Das sind 1,80 Meter bis hier oben, das sind ungefähr 1,60 Meter. Das ganze Ding ist ungefähr 70 cm breit. Und jetzt muss ich das irgendwie verstauen und in irgendeine Kiste bekommen, damit ich das einlagern kann. Denn ich werde in Amerika keine Chance haben, da weiterzubauen. In der Garage ist es im Sommer glühend heiß, das ist nicht klimatisiert, das habe ich damals schon erlebt. Und deswegen habe ich mir zwei Pakete, 4 riesengroße Kartons besorgt. Die kosten über 20 € ein Karton, sind aber doppelwandig, groß und fest. Und da werde ich immer aus 2 Kartons, die sind 1,20 Meter lang, werde ich immer aus 2 Kartons einen großen Karton zusammenbauen, um dann in einen Karton das große Vorderteil von der Transallrumpf zusammen mit dem Mittelstück der Tragfläche und in den anderen Karton halt das Heckteil mit den Außentragflächen und den Höhenleitwerken, die hier unten noch stehen, dann da reinzubekommen, damit die Umzugsfirma das dann einlagern kann. Die ganzen anderen Modelle hier, da muss ich mal schauen, was ich damit mache. Einen Teil kriege ich vielleicht noch bei meinen Eltern unter, einen anderen Teil werde ich verkaufen, ein oder andere werde ich vielleicht wegschmeißen, ich schaue mal. Nichtsdestotrotz, ja, der ganze Rest hier von dem Bastelkeller wird eigentlich ja von der Umzugsfirma eingepackt. Deswegen bei dem Transall-Modell wollte ich es halt selber machen. Das können die auch nicht und das dauert auch viel zu lange beim Umzug. Also schauen wir mal, dass ich die Kartons auseinanderbaue und mir dann hier, ich habe Platz geschaffen, dass ich mir dann hier große Kartons baue. Los geht's. So, die ersten 2 Kisten sind schon mal grob ineinander gesteckt. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus, weil das passt genau, wenn wir so machen wahrscheinlich. Weil das passt genau, das Teil, was ich hier aufgemacht habe. Das ist eigentlich die Seitenwand hier, die hier steht. Die habe ich ja aufgeklappt und die schlägt jetzt im Grunde hier. Bei dem anderen Karton schlägt die genau gegen die Kante. Jetzt hat der Karton Innenmaß 1,97. Das ist noch ein bisschen viel. Ich habe mir überlegt, dass ich ungefähr 1,90 Meter brauche fürs Vorderteil, weil da oben an die Transall, da fehlt ja noch das Radom. Mit ein bisschen auspolstern. Ich will sie aber auf keinen Fall größer machen als notwendig. Man sieht ja, die ist so schon groß genug. Und dann klappert auch die Transall da innen drin hin und her. Deswegen mit ein bisschen Schaumstoff auspolstern. Das heißt, ich werde jetzt auf der Seite hier und da hinten auf der anderen Seite nochmal 7 cm ungefähr wegnehmen. Die etwas weiter noch ineinander schieben. Und dann muss ich die Höhe ändern, denn das Ding ist, glaube ich, 1,20 hoch. Ich brauche aber nur 80. Also da kann ich noch ein ganzes Stück abmachen. Das mache ich aber erst, wenn ich das unten fertig habe. So, die erste Kiste ist jetzt halbwegs fertig. Die dürfte jetzt ungefähr 1,90 lang sein. Ich glaube 77 breit. Das habe ich so gelassen, sonst fange ich dann noch mehr an zu schnibbeln. Dann wird sie auch noch instabiler. Und da die sowieso auf 75 cm so einen Öffnungsknick hatte, damit man da so eine Klappe öffnen hätte können, habe ich die jetzt komplett auf den 75 cm hier gebogen. Das heißt also, ich kann die jetzt, wenn ich sie zumache, ist sie ungefähr 75 cm hoch. Ich brauche ungefähr 70 cm. Bei der anderen Kiste brauche ich sogar nur 60. Da müsste ich mal gucken, ob ich das auf die Seite lege. Schaue ich mal.
Und jetzt käme der erste Versuch, das Rumpfvorderteil da reinzulegen und gucken, ob es passt. Obendrauf soll dann noch, hierhinter steht's, das Tragflächenmittelstück soll dann auch noch dahinter. Soll dann auch noch obendrauf auf den Rumpf. Da werde ich noch eine Polsterung zwischen machen und gucken, dass das nicht groß rumrutscht. Und dann wäre der erste Teil fertig. Dann geht es an den zweiten Karton. So, wie man sieht, passt die Transall rein. Also ich habe die Kiste schon mal nicht zu klein gebaut auf jeden Fall. Und wie man hier sieht, ist da vorne nicht mehr allzu viel Platz. Da sollte aber der Radom noch ungefähr hinpassen. Von der Höhe habe ich noch ein bisschen Luft, wie man sieht, bis zum Knick. Da soll die große Tragfläche drauf. Bin ich mal gespannt. So, auch das passt. Die Tragfläche liegt jetzt hier so auf dem Rumpf, so oben drauf, aber von der Höhe her kommt das mit dem Knick ungefähr hin. Das heißt, man kann es so zumachen und dann passt das. Das heißt, ich kann also das jetzt noch ein bisschen auffüttern mit Schaumstoff. Links und rechts neben dem Rumpf am Fahrwerksschacht sind so 5 cm. Vorne und hinten liegt er an und dann kann ich den zumachen. Und dann kommt der zweite Karton. Also ist noch ein bisschen was zu tun. So, im Moment sieht es ganz gut aus, dass ich hier sogar die Tragflächen komplett zusammen mit dem Rumpf in diese Kiste bekomme. Und es ist jetzt soweit schon Schaumstoff dazwischen, dass das nicht scheuert oder nicht sich kaputt drückt. Mit Klebeband so locker zum Teil umklebt, dass sich das nicht nach oben oder sonst wo wegrappeln kann. Das einzige Problem, was ich noch habe, dass das nach vorne und zurück könnte. Ich habe aber hier hinten die Tragflächen an den Karton angelehnt. Ich habe den Rumpf und auch diese Tragfläche hier mit dem Spand hinten an den Karton angelehnt. Ich glaube, ich mache einfach Löcher in den Karton weit genug auseinander und ziehe große Kabelbinder durch, dass nichts hier nach vorne rutschen kann. Weil nach vorne ist natürlich noch ein bisschen Platz. Wie man sieht, da kommt noch ein bisschen Schaumstoff zwischen, aber die Tragflächen und so, die enden halt alle hier. Ja, das muss ich noch machen. Schauen wir mal.